Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei einem neuen Tutorial. Hier möchte ich etwas nachkonstruieren, das in einem Video von der CT, und zwar, das war CT 3003. Der Keno hatte da ein Video gemacht, warum ihr einen 3D-Drucker braucht und warum nicht. Also hier ist ein Beispiel gezeigt, wie man halt mit einem 3D-Drucker Sachen drucken kann, die man nicht mehr kaufen kann. Das ist hier für so einen Verstärker, wird da so ein Knöpfchen gemacht. Ist natürlich ein winziges Teil, einfach eine Schönheitsreparatur, aber es gibt natürlich wesentlich mehr Sachen, die man mit einem 3D-Drucker machen kann. So, das Video, das werde ich euch verlinken in der Beschreibungsbox, und auch den Link bei Thingiverse kann man diesen Knopf herunterladen. Der ist von dem Johannes Börnsen konstruiert worden und der tritt dann hier in diesem Video auch auf. Also ich muss dazu sagen, der Knopf ist auf einem Resin-Drucker gedruckt worden. Ich habe halt keinen Resin-Drucker, und ich gehe aber trotzdem nicht davon aus, dass er den Knopf einmal konstruiert hat, gedruckt und dann hat er gepasst, weil das ist fast unmöglich, dass man den mit einem Messschieber so richtig super ausmessen kann. Oder aber das klappt wirklich so. Das muss er selber sagen, wenn er das vielleicht hört oder liest. Aber sei es drum, wenn ihr den mit dem FDM-Drucker drucken wollt, so einen Knopf hier, dann wird das auch funktionieren, aber dann werdet ihr mehrere Ansätze brauchen, bis das Ding wirklich passt und klickt und nicht auseinanderfällt. Deshalb möchte ich den nochmal neu konstruieren und dann parametrisch machen, dass man den ganz einfach anpassen kann. So, das Ganze mache ich in FreeCAD. FreeCAD nutze ich aus dem Grunde, weil das läuft auch unter Linux und ich arbeite hier unter Linux, und läuft auch unter fast jedem anderen Betriebssystem, und wenn es auf dem Raspberry Pi sein muss. So, wie fange ich an? Ich fange an, indem ich einfach hier in den Mesh Design, in die Mesh Design Workbench wechsle. Und dann habe ich hier vorne so ein Icon. Wenn man da wartet, dann kommt da Netz importieren. Das möchte ich machen. Und das Netz, da habe ich hier im Downloads-Verzeichnis unter Kitty Hawk, so heißt dieser Verstärker, diesen Knopf aus der Thingiverse Datei dort mir heruntergeladen. Den öffne ich und dann haben wir den hier als STL drinnen. Jetzt möchte ich nicht, wie so viele immer gerne haben möchten, den in ein Volumen umwandeln und dann daran dann was mitmachen. Das möchte ich nicht. Ich möchte den wirklich nachkonstruieren. Das heißt, erstmal gehe ich hier, selektiere den, drücke STRG D, und dann kann ich hier die Transparenz einstellen, und ich stelle mir jetzt mal auf, was haben wir hier, 70%, und dann kann man da so durchgucken. Und wenn man uns das jetzt von der Seite anschaut, dann, das hier müsste die Null-Ebene sein, ist es auch. Das habe ich schon, ich habe das Ding ja nicht das erste Mal offen. Und jetzt möchte ich erstmal dort Maße anlegen, beziehungsweise eigentlich kann ich direkt mit der Konstruktion beginnen. Das heißt, wir gucken uns an, was ist das Teil hier? Das Teil ist ein Rotationskörper, und der wird dann innen hier ausgefräst und hier dort ausgefräst. Das kann man jetzt hier nicht mehr so dolle sehen. Da sieht man das aber ganz gut. Und er wird auch dort auf der Seite ausgefräst. Wenn man möchte, kann man sogar den Rotationskörper direkt mit der ersten Ausfräsung machen. Versuchen wir das einfach mal. So, ich gehe in diese Ansicht. Das ist, sieht man hier, die XZ-Ansicht, und in der möchte ich jetzt auch meine erste Zeichnung anlegen. Ich wechsle in den Part-Design-Modus, erzeuge einen neuen Körper. Brauche ich nicht unbedingt, ich kann direkt eine neue Skizze erstellen, dann macht er mir direkt einen neuen Körper dazu. Hier kommt die erste Frage, möchtest du den Dialog schließen? Da geht es hier um die Transparenzeinstellung. Ja, den möchte ich schließen, und dann werde ich gefragt, in welcher Ebene, wählen wir hier XZ aus und OK. So, jetzt kann ich hier anfangen und
mit einem Polygon. Das ist das hier. Das lassen wir hier in der Mitte beginnen. Man zieht das hier hin. Wir zeichnen jetzt einfach grob diesen Umriss nach. So. Dann geht das hier hin. Das tut es nämlich nicht. Es geht nämlich, dadurch, dass hier diese Fräse drin ist, das geht nämlich genau so weit. Dann geht das hier hin. Und dann beenden wir das hier auf dem Punkt. So, jetzt sieht man hier etwas. So, da ist er nicht ganz so zufrieden mit. Warum? Da sind einige Bedingungen, die sind nicht so ganz in Ordnung. Das machen wir erstmal weg hier. Dann nehmen wir den und den, drücken wir einmal O. Das mag er, glaube ich, auch nicht. Warum mag er das nicht? Machen wir den erstmal wieder weg. Irgendwas behagt ihm hier nicht. Also der liegt da drauf, das ist richtig. Machen wir den erstmal weg. Gucken, ob wir den hier drauf kriegen. Da muss man jetzt mal genau auf die Suche gehen, was ihm hier nicht passt. Also der passt ihm nicht. Wir nehmen erstmal die ganzen Bedingungen senkrecht, waagerecht, die nehmen wir erstmal raus. Der kommt raus. Der bleibt, also die bleiben alle, die verbundenen, aber die waagerecht senkrecht, die nehme ich erstmal alle raus. So, die müssten jetzt alle weg sein. Und jetzt sollte er Solver failed to converge. Habe ich noch nie gehabt, die Meldung. Muss ich dazu sagen. Okay, ich habe jetzt noch mal ein paar Linien einfach weggenommen. Wir machen dann noch mal weiter mit dem... Also wir machen bei diesem Punkt hier weiter. Der soll da bitte mit verbunden sein. Dann ziehen wir den bis da. Den bis da. Und hier oben, da dümpelt noch irgendwas rum. Das löschen wir mal raus. So, und dann machen wir hier wieder weiter. Da. Du bitte bis da. Bis da. Dann hier drauf und an den Punkt bitte ran. So, was da schief gelaufen ist, ich weiß es nicht. Ich denke, ich habe da oben irgendwas falsch gezeichnet gehabt. Aber wir kriegen das so nochmal hin. Also hier, da kann man jetzt hier so ranfahren, dann kann man hier den Punkt verschieben und kann hier ein Maß hinsetzen und dann sieht man hier 59,37. Das riecht so richtig nach 60, ist es aber nicht. Also ist es wahrscheinlich 59,5, auch nicht. Sind wir da richtig dran? Ja. 59,6, Doppelklick 59,7, 59,8 wird es wohl sein. ,75. Okay. Okay, warum das so krumm ist, keine Ahnung. Spielt aber keine Rolle, das ist vorne. Also machen wir hier ruhig die 59,8. So, dann haben wir diesen Punkt hier, der kriegt jetzt eine Höhe hier.
Was machen wir? Das ist senkrecht. 3 mm ist das hoch. Und das Maß hier. Das sind 64, ne 63,5 sind das. 63,5. Schauen wir uns das mal an. Das sieht ganz gut aus. Der hier ist vertikal. So, der kriegt eine gewisse Höhe. Und zwar 8,5 mm. So, dann ist das Maß hier 5. Ja. Na, der ist weniger. 4,9. Das wird natürlich horizontal hier. Und vielleicht doch 5. 4,95. Okay, das Maß ist schon wieder wichtiger. 4,95, 4,97. Machen wir mal 4,96. So, das geht bis da. Kriegt hier eine Höhe 27. Das sieht ganz gut aus. Ja. Das sieht ganz brauchbar aus. Dann ziehen wir das Maß dahin. Dann maßen wir jetzt hier nach innen. Minus 53,5. Ist weniger. Minus 53,3. Komm. Das ist zu wenig. Minus 53,4. Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir das Maß hier noch. Beziehungsweise da kann ich jetzt auch die Höhe bemaßen. Das heißt, da zeichne ich jetzt ganz einfach hier so eine Strecke rein, da so eine Strecke rein und die beiden, die mache ich einfach blau. Dann sind das Konstruktionslinien und dann nehmen wir das hier mal weg und dann bemaßen wir einfach das hier. So, der ist ja, wenn ich das richtig sehe, fixiert und das heißt, das Maß hier 5,14 und das Maß, das wird 9. Das ist nicht ganz, aber wird schon ungefähr hinhauen. So, dann gehen wir hier oben hin, ziehen das hier bis dahin, bemaßen das hier. Das sind 25,5. So, dann gehen wir mit dem hier. Das hier wird erstmal vertikal. Das hat schon eine Vertikal, aber das muss genau bis dahin gehen. Und dann bemaßen wir einfach diese Strecke hier. Das sind 49,5 und das geht dann bis da. Bemaßen wir das hier. Ja, das muss aber die richtige Höhe kriegen. Das muss bis dahin gehen. So, 57. Stimmt das? Bin mir nicht ganz sicher. Okay, aber ich habe jetzt hier so eine Kontur definiert, die ich erstmal erzeugen kann. Das heißt, hier aus diesem Teil mache ich jetzt einen Rotationskörper. Ich kann, wenn ich ganz sicher sein will, hier auch noch eine Konstruktionslinie einzeichnen. Von diesem Punkt hier so hin, die mache ich auch blau.
Und das ist dann die Konstruktionslinie 3. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Rotationskörper mache, das nennt sich hier, glaube ich, Drehen, nennt sich das. Dann wählt man das und man sieht, man braucht eigentlich gar nichts zu machen. Der nimmt direkt das Richtige. Man kann jetzt hier sagen, ich möchte um die Konstruktionslinie 3 drehen, dann kommt es selber raus. So, das ist jetzt der Knopf hier und den mache ich jetzt erst einmal, das können wir erstmal beenden hier, wir drücken ja mal OK und dann machen wir das Teil hier auch mal halbdurchsichtig, Transparenz. So, das heißt, ich habe jetzt sowohl diese Zeichnung drin als auch den Körper drin. So, dann machen wir den Körper noch ein bisschen unsichtbarer. Nee, das mag er nicht. Jetzt aber, ne? Ja, jetzt kann man das noch ein bisschen unsichtbarer machen. Ich habe jetzt immer noch die Sachen sichtbar von dem Kitty Hawk Knopf hier. Und den kann ich wieder ein bisschen sichtbarer machen, dass wir hier noch reinschauen können, was muss denn da noch reingezeichnet werden. Ich kann aber auch immer das unsichtbar machen oder das unsichtbar machen. So, das heißt, man sieht jetzt hier von der Seite, da muss so eine also was reingestochen werden, und zwar so tief wie diese Wanddicke. Wenn wir uns das also hier, den Sketch nochmal anschauen, dann sehen wir hier, dass hier das Maß, das sind die 49,5 und das ist, da gehen wir jetzt hier auf diese Ansicht, dann sehen wir auch die Strecken, das ist das Maß und genau bis zu dem muss dieser Einstich laufen. Und das Maß hier, das sind 63,5 minus 49,5. Okay, wir gehen nun, wir erzeugen eine Datum Plane. Die soll hier so an der Seite drauf liegen. Das heißt, ich mache einmal die ganzen Ebenen sichtbar, um diese Ebene, das müsste eigentlich die X, Y, Z, die, das ist die falsche. Machen wir mal den Körper unsichtbar. Das ist die andere, die hier. Bitte, darum soll eine Datum Plane erzeugt werden. Das ist so ein gelbes Teil hier und das muss jetzt hier rüber geschoben werden. Und zwar so weit, dass es hier so außen dran stößt. Das machen wir in Z-Richtung. In positiv ist die falsche Richtung. Ich möchte also in die negative Richtung schieben. Und in der Zeichnung war dort ja was angegeben mit minus 63,5. Das ist das Maß. Das muss also ein bisschen weniger werden. 63. Kann sich das hier jetzt aus der Ansicht anschauen. Ich habe jetzt das hier leider verschoben. 63. Und jetzt kann man das hier das 59, 58 minus 58,5. Bei 7 ist es noch sichtbar. 58,7 minus 58,8. Das ist minus 58,6. Und dann das hier minus 58,5. Das ist zu viel. Minus 58,55. Komm, das ist genau genug. Das ist jetzt die Datum Plane hier. Und da will ich jetzt eine neue Zeichnung drauf konstruieren. Die können wir erstmal unsichtbar machen. Da müssen wir das erstmal hier schließen. Und
Datum Plane, neue Zeichnung. Können wir jetzt hier das unsichtbar machen. Die Datum Plane gefällt mir so nicht. Ich will die eigentlich lieber von hier sehen. Die Zeichnung, deswegen schließen wir das mal. Gucken wir mal, ob wir die Datum Plane ein bisschen pimpen können. Und zwar, die können wir jetzt drehen. Und zwar, jetzt muss man gucken, um welche Achse. Das ist die Z-Achse, also entweder die X- oder die Y-Achse. In dem Fall denke ich mal, dass es die Y-Achse ist. Schauen wir es an. Und zwar um 180 Grad. Und dann beenden. Wir machen nochmal eine neue Zeichnung. Und jetzt gucken wir von der richtigen Seite drauf. Jo, tun wir. Und jetzt kann man diesen Körper hier ausblenden und kann dem Kitty Hawk Knopf hier wieder ein bisschen mehr Transparenz geben. Ein bisschen weniger Transparenz. Das heißt Steuerung D. Transparenz. Machen wir mal so. Und rufen den Sketch nochmal auf. Wir zeichnen einfach erstmal hier ein Rechteck ein. So zum Beispiel. Das wird einmal symmetrisch zu dieser, also Taste S. Und das kriegt hier unten da erstmal eine gewisse Höhe. Und zwar 12. Schauen wir uns das nochmal aus dieser Ansicht an. Ist wahrscheinlich viel zu tief. 11,5. Ja, das ist es. So, das kriegt eine gewisse Breite. Ich glaube, das sind 20 mm. Und den fräsen wir jetzt da rein. Und zwar genau so, dass der da hier bis dahin reingeht. Das heißt, schließen. Der Körper wird wieder sichtbar. Die Datum Plane können wir ausblenden. Und das gibt eine Pocket. Und dann sehen wir hier, bis wohin die läuft. 5 ist, glaube ich, ein bisschen wenig. Gucken wir mal. 6. Und da haben wir 10. Und das sieht doch schon recht vernünftig aus. Machen den Kitty Hawk Knopf mal weg. Das ist zwar da unten nicht mehr so rund wie da, wahrscheinlich aber völlig egal. So, das heißt einmal OK drücken und wir machen den Kitty Hawk Knopf wieder an. Dann kommt jetzt hier auf der Seite, da machen wir die Fräse von der Seite. Wir machen wieder eine Datum Plane. Hier auf der Datum Plane, die sollte jetzt in die positive Richtung geschoben werden. Und da ist es im Prinzip egal, wie weit die raussteht. Die muss ja nur da durchgehen. Das heißt, die muss so weit verschoben werden, dass sie von außen da dran stößt. So zum Beispiel. Und dann können wir die, nachdem wir die hier beendet haben, können wir die unsichtbar machen, da eine Strecke drauf erzeugen und hier sieht man das jetzt wunderbar. Das heißt, das ist ein Rechteck. Das geht bis da. So, das ist auch symmetrisch hier. Zudem, das kriegt ein Maß. Das sind 10. Und so, dann kriegt das hier ein Maß. (42,5) mache ich da mal und gucken uns das an. Das sieht ziemlich gut aus. Jo, können wir nehmen. Und jetzt mache ich da einfach 2 Rundungen dran. So, das ist 10. Die Rundungen werden jetzt nicht 5, nein, auf gar keinen Fall, sondern die werden
Das machen wir mit dieser Funktion hier. Da einmal, da einmal. So, das Maß hier, das machen wir nochmal neu. Das sind ja die 42,5. So, das machen wir gleich. Wir machen erstmal die beiden hier, die werden gleich. Also Taste E für Equal. Und die Radien hier, beziehungsweise bauen wir ein jetzt nur, das wird ein Radius. Dann müssen wir das hier umstellen auf Radius. Das machen wir hier. Radius festlegen, du bitte. Und das wird 4,999. So, und jetzt muss noch eins von diesen Maßen hier den Abstand kriegen von 42,5. 42,5 und dann haben wir da den Radius auch drin. Das können wir jetzt hier reinfräsen. Das heißt, wir schließen das, machen hier eine Pocket und die muss jetzt einmal in die richtige Richtung gehen und tief genug sein. So ist das tief genug, dass es komplett durchgeht. Gut, diese Zahl 2 da unten drin kann ich reinmachen. Muss ich aber nicht. Ich denke nicht, dass die für die Funktion eine Rolle spielt. Wahrscheinlich hat der Konstrukteur da ganz einfach Zahlen reingemacht, damit er unterscheiden kann, welche Druckversion er da gerade nutzt, um einen passenden Knopf hinzubekommen. So, gucken wir uns das an. So sieht das alles recht gut aus. Und jetzt fehlen noch hier oben, das sind mit die wichtigsten Teile. Das sind hier diese, die machen wir mal wieder hier ein bisschen Transparenz weg. So, da sieht man, da wird das Teil so reingeklickt. Das sind, wenn man sich das so von der Seite anguckt, sind das so, ist das so ein Dreieck, was hier durch den Kreis so beschränkt ist. Muss man schauen, ob ich das hier direkt reinzeichne oder einen neuen Körper dafür anlege. Also wir machen den Knopf erstmal wieder transparent und den Body wieder sichtbar. Und jetzt muss man sich überlegen, wie zeichnet man den Kram da rein. Also hier kann man sehen, das ist so eine Pille und die muss halt von diesem Kreis hier geschnitten werden. Das mache ich im neuen Körper, die ich hinterher dann vielleicht vereinige. Das heißt, ich mache erstmal das unsichtbar. Wir klicken hier hin, machen hier einmal einen neuen Körper und der neue Körper, der kriegt jetzt eine neue Zeichnung. Und zwar diese Pille hier, die wird, muss ich mir gut überlegen, wie ich das mache. Jo, ich weiß, wie ich es mache. Also ich zeichne jetzt erst einmal von der Seite, oder ja doch, und zwar müssen wir gucken, von welcher Seite. Das sollte von dieser, nee, von der, die ist schon richtig. Da müssen wir uns den hier wieder von der Transparenz wegmachen. Den Kitty Hawk Knopf vielleicht ein bisschen sichtbarer. Den müssen wir auch unsichtbar machen. Aber das ist jetzt wirklich nicht einfach. Machen wir den mal unsichtbar. Gucken uns das nochmal an. Okay, ich weiß, wie wir es machen. Wir machen hier jetzt ganz einfach, wir gucken, das ist die YZ-Ebene, da machen wir eine neue Zeichnung. Und zwar, das kann er ruhig schließen und die wird auf der YZ-Ebene gezeichnet. Dann klicke ich einmal hier hin und dann zeigt er mir nur noch
die sichtbaren Sachen an. Und zwar des Kitty Hawk Knopfes. Ja, das ist da leider nicht so richtig sichtbar. Dann ziehen wir das hier so ein bisschen hin und ich zeichne da so ein Dreieck rein. Von da nach da, nach da, nach da. So, das hier, das wird wohl ruhig vertikal. Das ist es aber schon, kann man jetzt nicht so richtig sehen. Dann gehen wir jetzt in diese Ansicht und das Maß hier. Dann nehmen wir ruhig das hier oben. Das Maß. Das sind 50. Ist es nicht. 49,5. Jo. Das Maß hier. Das sind 75. Das geht dann bis da. Und die Höhe hier, das sind, versuchen wir es mal mit 6. Gucken wir uns das mal an. So, das sieht ganz vernünftig aus. Das heißt, ich zeichne hier jetzt eine Strecke ein, die so durchgeht. Das können wir hier ruhig hier drauf liegen lassen und dann kann man jetzt den Punkt hier, die beiden hier senkrecht, und das sind 3. So, der hier, der wird blau, das ist eine Konstruktionslinie. So, das wäre jetzt die Pille und da mache ich jetzt eine Aufpolsterung, und zwar symmetrisch, und die ziehen wir jetzt auf, dass die hier so groß genug ist. Die kann ruhig rüber stehen, das spielt alles keine Rolle. Die sollte aber so lang sein, dass sie wenigstens, wenn man von oben drauf guckt, hier so komplett weggeschnitten werden kann. Und jetzt wird ja diese Pille hier, die wird jetzt, wenn man sich das hier so anguckt, können den mal wieder sichtbar machen, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Dann sieht man ja, wo die dran abgeschnitten werden muss, an einem Bogen hier, der hier so lang geht. Das heißt, wir machen eine neue Zeichnung hier rein. Die können wir ruhig auf die XZ-Ebene liegen. Das heißt, wir können das erstmal hier, Abmessung Länge 71 mm, das können wir beenden und wir machen neue Zeichnung rein, und zwar auf der XZ-Ebene, und das wird ein Kreis um den Mittelpunkt bis da. Wir gehen hier, dass wir da auch wirklich alles sehen. Dieser Kreis, der kriegt einen Durchmesser. Gucken uns das mal an. Ich ziehe den wohl besser nach oben. Mach mal den weg, mach eine Datum Plane auf die XZ-Ebene, auf die hier bitte eine Date, ist es selektiert, ja, da eine Datum Plane, und die wird jetzt verschoben in Z nach oben, und zwar 70 mm. Da kann noch ein bisschen mehr. Die kann ruhig da oben drüber liegen. Tut sie das jetzt noch nicht so ganz. So liegt sie oben drauf. Und dann können wir die Unsicht, wenn wir sie hier beendet haben, können wir sie unsichtbar machen und da eine neue Zeichnung drauf anlegen. Und jetzt sieht man hier auch so rein. Dann kann man hier die
Kreis konstruieren. Der soll ja so groß wie das hier werden. Das Maß, das sind 99. Und das soll jetzt hier halt abgezogen werden. Wie bewerkstelligen wir das? Das machen wir folgendermaßen, indem wir hier ein Rechteck drauf konstruieren. So zum Beispiel. Und dann geht es mit dieser Funktion weiter hier. Der kommt erstmal weg und dann kommt der hier weg. Und jetzt habe ich nur noch das als Abschneidewerkzeug. Das nehme ich jetzt, mache das als Tasche und wähle aus durch alles. Und dann habe ich nur noch diese Pille hier übrig. So, dann jetzt könnte ich die hier duplizieren. Leider nicht ganz so einfach, weil es kann ein Körper kann immer nur ein Teil sein. Das würden in dem Fall 2 Teile werden. Das machen wir aber anders. Wir machen eine Kopie von diesem Körper hier. Machen erstmal das unsichtbar. So, dann machen wir hier Steuerung C auf den Körper. Gucken wir mal hier. Wir klappen das auf. Da wird bitte die Datum Plane nicht mit kopiert. Das heißt, einmal OK drücken, dann Steuerung V. Dann ist hier der Körper und den kann ich jetzt über die Funktion transformieren. Einfach drehen. Und zwar, dass er hier so rüberkommt. So, jetzt habe ich 3 Körper. Nehmen wir mal Knopf. Pille 1 und Pille 2. Und dann kann ich die jetzt, wenn ich will, auch noch verbinden. Muss ich nicht unbedingt. Ich kann die zusammen als STL exportieren und in Druck geben. Ich kann aber auch versuchen, sind die vernünftig konstruiert, kann ich die verbinden. Kann ich aber keine Haftung für übernehmen. So, das heißt, Knopf, hier geht es im Part Design Modus über diese Funktion hier. Da wird jetzt ausgewählt Körper hinzufügen, Vereinigung du bitte. Das scheint geklappt zu haben. Und noch einen Körper hinzufügen, du bitte. Das scheint auch geklappt zu haben. So, dann machen wir... Ja, dass es da unten so komisch grün durchschimmert, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber so sieht es recht vernünftig aus. Das heißt, ich kann jetzt diesen Knopf hier exportieren als STL. Den nennen wir jetzt Kitty Hawk Knopf FreeCAD STL. Dann kann ich so, Steuerung O. Einmal schauen, wo war das? Das war bei Downloads. Das ist bei Cura leider ein bisschen daneben hier seit irgendeinem Update. Da kann ich hier nicht mehr sortieren. Das heißt, ich gehe jetzt ins Download-Verzeichnis und da wählt er jetzt, er hat schon den Kitty Hawk angezeigt und dann ist er wieder weg. Ist wirklich nicht toll. KL, da muss es ja irgendwo sein. Kitty Hawk und dann haben wir hier den Kitty Hawk Knopf STL und dass er da rote Dinger zeichnet. Nicht schlimm, die sind wirklich, ich würde die einfach so mitdrucken. Support wird man hier überhaupt nicht benötigen. So, ein Raft brauche ich eigentlich auch nicht. Also ich gehe mal hier runter. Bei der Stützdruckplattenhaftung ist hier Skirt, okay, ist auch korrekt so. Slicen wir das Ganze. Das druckt in 4 Stunden und 55 Minuten und ist viel zu groß. Das heißt, ich habe ja die Maße von dem Teil da abgenommen, aber so groß ist das Teil nicht. Das wird Faktor 10 sein. Das heißt, ich selektiere das hier, gehe mal hier auf Skalieren und dann machen wir
das, nee, das ist skalieren hier. Das machen wir dann mal auf 10%. Das wäre dann der echte Knopf. Jetzt lassen wir das. Dann braucht das 4 Minuten. Jetzt kann man hier noch mit den Parametern rummachen. Mit 100 mm muss der soweit nicht drucken. Ist aber hier bei der Geschwindigkeit eingestellt. Das heißt, wir gehen hier bei der Geschwindigkeit auf 40. Vielleicht sogar noch weiter runter, muss man gucken. Untere Schicht 20. Bewegungsgeschwindigkeit kann er ruhig Maximum machen. Erste Schicht 20. Okay. Und dann kann man hier noch bei der Kühlung einstellen, dass er Mindestzeit für Schicht, das machen wir mal auf 30 Sekunden. Das lassen das Ganze nochmal. Dann braucht es halt 16 Minuten, dann lässt es sich ein bisschen mehr Zeit. Und dann kann das auch wirklich vernünftig da rauskommen. Okay, wenn euch solche Videos wie dieses hier interessieren, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klickt auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und ein Daumen hoch wird natürlich auch immer gern gesehen und bringt euch den Vorteil, dass ihr bessere Vorschläge bekommt bei YouTube. Und damit danke fürs Zuschauen und viel Spaß beim FreeCADen, auch von solchen Objekten hier. Da muss man jetzt wirklich ein bisschen rumprobieren. Ich habe nicht so einen Drucker, weil ich so einen Verstärker hier habe, also nicht die Möglichkeit, das auszuprobieren. Aber jemand, der auch so ein Teil hat, der kann halt mit FreeCAD hier das wesentlich einfacher anpassen. Und wenn man jetzt sich ein bisschen Mühe gibt, kann man das Ganze noch parametrisch machen, also eine Tabelle dazu und dann sehr schnell die Maße ändern und eine Möglichkeit finden, eben den passenden Knopf zu drucken. Tschüss!